Hallo Freunde, ein Kultfilm hat 40-jähriges Jubiläum gefeiert, und zwar Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter bzw. im Original Star Wars Return of the Jedi ist 40 Jahre alt geworden. Was die Spielzeugindustrie sich dazu hat einfallen lassen, das schauen wir uns jetzt in meinem neuen Video an. Ja Freunde, 40 Jahre ist die Rückkehr der Jedi-Ritter jetzt schon alt. Wie die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Ja, in 3 Jahresabständen haben die Filme jetzt, die ersten 3 Filme, ihre Jubiläen gefeiert. Ja, 1977 Star Wars oder Krieg der Sterne, 1980 Das Imperium schlägt zurück oder The Empire Strikes Back im Original. Und jetzt sind wir soweit. Die Rückkehr der Jedi-Ritter hat 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wie auch zu den vorangegangenen beiden Filmen hat auch hier wieder Hasbro neue Figuren aufgelegt in der sogenannten Retro Collection, ja, ehemals Kennerfiguren, und 6 Stück an der Zahl, wie auch in den vorangegangenen ja, Waves, sage ich jetzt mal, nenne ich es jetzt einfach mal, und welche Figuren sich Kenner-Hasbro da rausgesucht hat, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ganz kurz, ich habe 5 Figuren bekommen, es sind wie gesagt 6 Stück. Die 6. blende ich euch dann noch mit ein, ja, die ist irgendwie aktuell nicht lieferbar, ja, aber nichtsdestotrotz 5 Stück habe ich gedacht reichen, um ein Video dafür zu machen. Das ist jetzt der Fall. Anfangen möchte ich mit der Hauptfigur aus diesen Filmen, aus der Originaltrilogie von Krieg der Sterne, und das ist natürlich Luke Skywalker hier auf der Retro Collection Karte. Ja, nennt sich hier Jedi Knight. Ja, ich finde auch übrigens den Originaltitel tausendmal besser wie den deutschen, auch wenn ich früher halt nur den deutschen halt im Kopf hatte. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Im Englischen finde ich dieses Jedi richtig cool ausgesprochen. Ja, Return of the Jedi hört sich für mich eigentlich viel griffiger an. Ja, auf jeden Fall, darum sollte es nicht gehen, sondern hier die Retro Collection Karte. Wir haben hier wie bei der Retro Collection bei den vorangegangenen, zu den vorangegangenen Filmen auch hier oben ein neues Logo drauf. Ja, das ist das 40 Jahre Return of the Jedi Logo. Richtig schön gemacht, finde ich. Ja, und ansonsten sehen die Karten so aus, wie man es von der Star Wars Retro Collection aus kennt. Ja, das heißt, ich habe hier leider Gottes diesen riesengroßen Retro Collection Sticker draufgeklebt. Ja, die Karte ist ansonsten, ja, die Umrandungen halt hier, ja, sind auf Used gemacht, auf alt getrimmt, sage ich mal. Irgendeiner denkt wahrscheinlich bei Hasbro, dass das toll aussieht. Mir gefällt es halt nicht so. Ja, und die Karten sind halt sehr, sehr dünn, ja, sehr, sehr wabbelig. Ja, früher die Karten waren aus richtig fester Pappe. Das ist hier auch nicht mehr der Fall. Das Bild ist dasselbe, wie es damals war. Das haben sie halt schön gemacht. Ja, ich habe jetzt auch im letzten Video, hatte ich ja auch Indiana Jones Figuren vorgestellt. Die sind ja auch von Hasbro, auch aus der Retro Collection. Ja, da könnt ihr auch nochmal reinklicken, das letzte Video, was ich gemacht habe. Da gibt es ein paar Unterschiede zu den Star Wars Karten. Ja, wenn es euch interessiert, schaut da mal rein. Die Rückseite, ja, ist sehr, sehr plump gemacht, finde ich, wie es bei Star Wars bei der Retro Collection hier ist. Ja, das heißt, es sind keine Bilder von den noch möglich weiteren Figuren, die es in dieser Collection gibt, sondern hier ist einfach nur ganz viele, ja, Verbraucherschutzhinweise oder Sicherheitshinweise etc. drauf gedruckt. Und hier stehen halt die Figuren, in dem roten stehen die Figuren schriftlich erwähnt, die es sonst noch gibt. Finde ich ein bisschen schade. Ein paar Abbildungen, wie es früher war, hätten wahrscheinlich nichts mehr gekostet, großartig. Ja, von der Figur her ist es wieder ein Abguss, sage ich jetzt einfach mal, von der Originalfigur. Ich meine, soweit ich weiß, die Gussformen haben sie nicht mehr gehabt, haben dann halt Figuren genommen und haben davon halt weitere Abgüsse dann hergestellt oder neue Gussformen erstellt, ja, die noch vorhanden waren. Die Figur sieht sehr schön aus, hat das grüne Lichtschwert dabei, hat den Blaster dabei und hat auch hinten den Stoffumhang. Das ist schön, dass sie den auch wieder mit reingepackt haben, dass sie halt das nicht geändert haben und irgendwie ein Kunststoff-Cape mit reingepackt haben, sondern es ist wieder der Stoffumhang drin. Und ja, ansonsten auch wieder hier unten das schöne Kenner-Logo, wie man es halt von früher kennt. Die Figuren kosten jeweils 16,99 €, finde ich vollkommen okay. Ja, wie gesagt, die Karte könnte dicker sein, das ist aber bei denen anscheinend Standard, bei diesen Retro Collection Figuren. Kostet alles heutzutage mehr Geld und anscheinend spart Hasbro da ein paar Cent dran und haben sich dazu entschieden, dieses etwas dickere Papier zu verwenden. Nichtsdestotrotz, Luke Skywalker im Jedi Knight Outfit finde ich eine tolle Figur.
Die weitere Figur, die sie rausgebracht haben, ist auch wieder einer von den Guten, auch wieder der zweite quasi Hauptdarsteller. Und hier haben wir, natürlich darf nicht fehlen, Harrison Ford als Han Solo. Finde ich auch absolut gerechtfertigt, dass diese Figur in der Retro Collection Wave zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter mit drin ist. Ja, nennt sich Han Solo Endor. Ich glaube, der hieß vorher im Original, hat er auf der Karte noch einen Zusatz stehen gehabt. Endor Outfit oder Endor Poncho oder Endor Gear oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, hier haben sie einfach nur Endor reingeschrieben. Ja, auch wieder dasselbe. 40 Jahre Logo, Retro Collection Sticker, die Umrandung im Used Look und auch wieder dasselbe Bild, was es auch früher gab. Allerdings finde ich, wenn man mal die Karten vergleicht, ich habe die jetzt nicht da, aber ich habe ja mal online geguckt, die Bilder sind irgendwie alle ein bisschen überbelichtet, finde ich. Ja, früher waren die von den Farben her ein bisschen dunkler, dadurch haben die Farben halt kräftiger gewirkt. Hier wirkt es irgendwie so ein bisschen überblendet, finde ich. Ja, aber ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, der Han Solo auch wieder so, wie man ihn früher kennt, hat auch wieder den Trenchcoat, also den Mantel, den er auf Endor angehabt hat, mit Tarnfarben, mit Tarnflecken, hat den auch wieder dabei, auch wieder ein richtiger Mantel. Er hat seinen typischen Han Solo Blaster dabei. Und ansonsten finde ich auch wieder eine tolle Figur und absolut finde ich, wie gesagt, gerechtfertigt, dass der in dieser Wave erschienen ist. So Leute, und von den 6 Figuren, die es gibt, beziehungsweise von den 5 Figuren, die ich habe, die dritte Figur der Guten, nenne ich es mal im Bunde, und zwar ist das Lando Calrissian als Sgif Guard, ja, also als Leibwächter von Jabba the Hutt oder von Jabba the Hutt, also aus der Anfangssequenz auf Tatooine, wo er halt sich in den Palast eingeschlichen hat und nachher bei der Befreiung von Luke, beziehungsweise bei der Befreiung von Han zusammen mit Luke doch etwas in den Schlund von Salak gezogen wird. Auch hier finde ich eine tolle Figur, habe ich sehr viel Nostalgie, verbinde ich damit. Auch hier wieder dasselbe, das Bild ist irgendwie ein bisschen heller, wie es früher war. Dadurch wirken die Farben, vor allem dieses Braun und der braune Hintergrund, wirkt das für mich so ein bisschen unrund, ja, also ein bisschen dunkler fände ich schöner. Ansonsten auch wieder die Figur 1:1 im Vintage-Look. Der Helm dabei, den man ihm aufsetzen kann, und die Waffe, diese Lanze, auch wieder mit drin. Rückseite immer dasselbe, wie gesagt, keine Bilder, nichts. Die Rückseiten sehen immer gleich langweilig aus. Ansonsten auch wieder für mich eine schöne Figur. Jetzt gehen wir mal zur dunklen Seite der Macht über. Und zwar haben wir hier natürlich den Hauptantagonisten der eigentlich allen Filme. Und zwar ist das der Emperor, der Imperator. Ja, finde ich auch richtig cool, dass der in dieser Wave neu aufgelegt ist. Ist eine recht einfache Figur. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man Sonderfiguren zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter rausbringt, dann müsste eigentlich der Imperator mit dabei sein. Und das haben sie auch gemacht. Auch der sieht wieder 1:1 aus, wie es damals der Fall war. Ja, hat seinen Gehstock mit dabei. Ja, ansonsten hatte er ja kein Zubehör. Und die Figur auch wieder sehr schön. Auch das Bild wieder von der damaligen Karte übernommen. Finde ich eine richtig tolle Figur und die gefällt mir wirklich. Der Imperator hat mir schon immer früher gut gefallen, obwohl man mit dem eigentlich nichts machen konnte. Großartig, ja. Fand ich schon immer eine tolle Figur. Und eine Figur, die sich zum Army-Building eignet, haben sie auch mit reingepackt. Und zwar ist das der Biker Scout, ja, vom Waldmond Endor. Also die imperialen Truppen haben sie ja auch nochmal verewigt. Ja, in der Wave 1 bzw. zum Originalfilm waren ja dann die Sturmtruppen mit drin. Und hier haben wir jetzt den Biker Scout, der mit dem Speederbike rumfährt. Eine tolle Figur. Davon kann man sich auch mehrere holen, wenn man sie denn auspackt und dann, wie gesagt, Army Building mit betreiben. Hat auch seine kleine Waffe dabei. Das weiß ich noch ganz genau von früher. Das war eine der vielen kleinen Waffen, die es bei Star Wars gab. Und die war halt auch immer sehr, sehr schnell verschwunden im Staubsauger oder in der Mülltüte, keine Ahnung was, zusammengekehrt. Der Biker Scout finde ich auch toll umgesetzt, ist eine tolle Figur, der gefällt mir fast besser vom Design her wie die Sturmtruppen. Ja, ist halt Geschmackssache. Und die letzte Figur, die wie gesagt anscheinend schwer lieferbar ist, die blende ich euch jetzt nochmal ein. Das ist die Prinzessin Leia im Bush-Outfit, ja, also dem Kopfgeldjäger-Outfit, die Han Solo dann bei Jabba am Anfang befreit, die ihn aus dem Carbonit erlöst, sage ich mal.
Auch wieder schön mit der Lanze, mit dem Helm, auch wieder 1:1 umgesetzt. Finde ich auch eine tolle Figur und die sollte demnächst hoffentlich auch noch in meine Sammlung wandern und ich somit halt diese 6 Collectors-Figuren, Retro-Collection-Figuren komplett habe. Ja Leute, overall meine persönliche Meinung zu den Figuren ist, ich finde es toll, dass Hasbro diese Figuren erstmal rausbringt, dass sie das Jubiläum quasi so feiert, dass sie Original-Vintage-Figuren neu auflegt, mit der Karte, mit dem Kenner-Logo drauf, mit dem Original Bild mit auf der Karte, finde ich toll. Ein bisschen negativ finde ich halt, wie gesagt, nach wie vor, dass die Karten sehr, sehr dünn sind. Hier sehr, sehr dünn zum Sammeln. Die muss man fast schon wirklich in den Case tun, in den Blister tun, ja, damit man die nicht irgendwo verknickt aus Versehen oder was weiß ich was. Zum Zweiten, es sind natürlich nur 6 Figuren und die Auswahl ist ja damals etwas größer gewesen, was es für Figuren gab. Nichtsdestotrotz hätte ich mir halt vielleicht gewünscht, dass die ein oder andere Figur mehr reingekommen wäre. Ich hätte mich zum Beispiel sehr über den Wicket gefreut, also über den kleinen Ewok, mit dem Leia Freundschaft geschlossen hat. Ich finde, das ist eine Figur, die verbindet man halt mit die Rückkehr der Jedi-Ritter ungemein. Und als zweites vielleicht halt auch von Jabba's Palast, halt eine der Palastwachen, also diese Schweinsgesichtigen, diese Gamorrean Guards heißen sie, glaube ich. Ja, diese großen, bulligen, grünen Schweinchen. Auch das ist irgendwie für mich persönlich so eine typische Figur aus die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, aber man kann nicht alles haben. 6 Figuren sind es geworden, wie üblich. Sie hätten auch ruhig 8 machen können, sage ich mal. Ja. Aber vielleicht sagt mal eure Meinung, schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr hier eine andere Figur gerne sehen? Sagt ihr halt, keine Ahnung, den Lando Calrissian, den hätte ich nicht gebraucht. Packt da lieber, was weiß ich was, den Leibwächter vom Imperator noch mit rein. Ja, die Royal Guard, die roten mit dem Stoffmantel, die sind wahrscheinlich auch ziemlich cool, wären die gewesen, wenn sie so rausgekommen wären. Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ja Leute, ansonsten hatte ich ja erwähnt, dass ich im letzten Video die Indiana Jones Retro Collection ausgepackt habe. Ja, und da gibt es ein paar, die sind auch von Hasbro, also vom gleichen Hersteller wie die Star Wars Karten. Da gibt es aber ein paar Unterschiede. Ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie gesagt, ich blende es euch jetzt gleich nochmal ein zum Abspann. Dann klickt da mal da drauf und schaut euch das nochmal an. Dann seht ihr wirklich auch ein paar Unterschiede, die ich hervorgehoben habe, die es ja für mich doch vielleicht ein bisschen positiver machen, die Indiana Jones Figuren, anstelle der Star Wars Figuren, aber das ist auch, wie gesagt, nur meine Meinung. Ansonsten ein kurzer Ausblick noch, es wird ein Haufen neue Videos geben auf meinem Kanal. Es ist so viel passiert die letzten Tage und Wochen. Es wird eBay und Flohmarktfunde geben, da habe ich einiges Tolles bekommen. Ja, ich habe, wie ich schon mal angekündigt habe, auch von Masters of the Universe neue Vintage original verpackte, also Mock-Figuren und sogar ein Playset bekommen, Leute. Das ist Wahnsinn. Ja, genauso gut geht es auch bei Indiana Jones bei mir weiter. Auch da sind neue Sachen in die Sammlung eingezogen. Ich bin aktuell so im Indiana Jones Fieber. Und es gibt auch 2 Sachen, die ich überlege, in ein Video reinzupacken. Es gibt 2 Sachen zu 2 80er Jahre Kultserien. Ja, da gibt es ich sag mal, ein Collectible Spielzeug, eine Spielfigur. Da könnt ihr vielleicht mal raten, was es ist. Könnt es auch mal reinschreiben. Und es gibt was zu einer, ich nenne es mal Action-Serie mit einem sprechenden Auto. Auch da könnt ihr mal reinschreiben, was ihr denkt, was es ist. Und ansonsten, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so rum. Ja, und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, aktiviert doch das Glöckchen und drückt auf den Abonnieren-Button. Somit verpasst ihr kein weiteres Video mehr, auch von denen, die ich jetzt aufgezählt habe. Ihr könnt ansonsten ja auch mal reinschreiben, welches Video von denen, die ich genannt habe, vielleicht als erstes sehen möchtet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Raune.